by the way. Menu, this is a touch screen. Das ist ein Berührungsscreen. Deswegen dauert es also so lange. Okay, now we're going to adjust the iris. Die Iris der Kamera wird jetzt justiert, damit man das dunkler macht. Und so kann man besser Strukturen sehen, erkennen. Wird zwar dunkler, aber dafür, okay, ein bisschen zu dunkel, aber dafür können wir besser das erkennen. Vorausgesetzt, es ist noch scharf, ne, was wir da vor uns haben. And some of them are nice and garbage. So, manche von denen sind wie Müll. Und doch interessant, auch wenn manche User denken, ich habe einen Knall. Wenn ich auf die Morgellons sagen würde, wie schön die sind. Weil es gibt ja schöne, es gibt ja auch Giftschlangen, gefährliche in Australien oder im Ozean schwimmen die rum, wo man auch sagen würde, wow, ist die wunderschön. Sie ist zwar tödlich, ne, mit einem Biss bist du tot, aber sonst ist sie wunderschön. Ja, was kann ich denn dafür sein? Genauso wie, wenn ich mir einen Lamborghini Countach kaufe, einen Sportwagen. Einen wunderschönen, gelben, goldenen, mit Flügeln dran, ne, das ist halt richtig für Autorennen oder was auch immer. Ist auch ein wunderschönes Auto, hat 500 PS, ne, also, aber ist auch eine tödliche Maschine, ne, also wenn man die Kontrolle verliert, dann ist man auch tot, nicht wahr? Also, so, da muss man schon differenzieren können. So that is it now, and now I'm going to show you my thumb that I've had to get rid of the blisters, the Staphylococcus blisters. So, gleich zeige ich euch meinen Daumen, der so ein bisschen schön bearbeitet ist. Also gestern habe ich richtig tief reingehen müssen und die Schmerzen sind wirklich da, ne? Aber ich will das ja nicht, aber ich muss es, weil sonst hört es nicht auf, dieses unangenehme Gefühl, ne? Und als ich das unten dann angekommen bin, dann ist ja der Schmerz noch mehr da. So, the deeper I get, you know, the more pain I do get as well. And then I have to keep on crunching. Ich muss da wirklich rein, sozusagen zerdrücken die Bläschen. Das sind die Staphylococcus aureus, die diese Bläschen entstehen lassen. Ich mache es ein bisschen heller hier. And I'm going to make it a little brighter. Ja, und das ist halt das Problem. Ne? So, okay, now we're going to go back. And I'm going to put this now in a bottle. Das tue ich jetzt in ein Glas, in ein Fläschlein tue ich das rein, genau. Wo ist das Fläschchen? Hier. Wo ich noch einige andere Proben drin habe. So, Moment. Das werde ich so anpacken. So, I'm going to grab it with the tweezer, the glass bottle here. So mit der Pinzette fasse ich dieses Glasgefäß hier an und da drin befindet sich das heißt Isopropylalkohol 70%iger Desinfektionsmittel. Ne? Und da drin tue ich meine Pinzetten eintauchen, um sie zu desinfizieren, nass zu machen und dann auch das Blut oder Kruste hinein zu versenken. Aber zur gleichen Zeit tut sie dann auch sauber so machen. So, ich fahre jetzt runter und hier sind dann einige Gewebe, wo schon da drin liegen. Muss ein bisschen einfach drehen oder in irgendeine Richtung, um es scharf zu machen, damit man reinschauen kann. So I just need to put, you know, I'm using this liquid in here to disinfect my, what's it called, tweezers. I put my tweezers in here. The eggs, the crusts that I got out, like the last times as well, I've put them in here with both tweezers and, you know, and scraping them off, you know, one tweezer scraping off the other one. So, and then they sink here to the bottom. And also using this liquid, which is isopropyl alcohol 7%, to disinfect my tweezers and then stripe them off with the gauze, you know. So I'm going to try to make this a little bit lighter, darker, whatever. Hang on, there we go. Menu is on, iris. There we go. This way, yep, see that? The better contrast. So, der Kontrast ist jetzt dann viel besser geworden. Und dann kann ich das drehen in irgendeine Richtung. Oder biegen, sagen wir mal so, in die Gegenrichtung von der Kamera oder auf die Kamera zu. So kann ich es schärfer machen. Weil die Kamera kann nur nah gehen oder wie auch immer. Aber so Zusatzfokus ist schwierig, wenn man Glas hat dazwischen, Flüssigkeit, ne?
So, hier sind auch einige Morgellons. Ich fahre mal ein bisschen näher ran zu dem hier, zu dem Kollegen hier. Das ist kein Kollege von mir, aber hier. Und dann versuche ich mal das zu halten und ja, da sieht man mal so ein bisschen länger da. Nochmal dieses Licht da in diese Richtung, genau, perfekt. So, the light is there. And this is also those eggs that I've sank into here. Because I don't know what solution they're using when they're sending you samples for you to put them in this little, like in those clips you saw in those other playlists that I've got those samples, bottles with some kind of liquid inside to send it to the hospital, you know. So I don't think so that that it is water that's inside of it. So maybe it is some kind of alcohol, I don't know, because it doesn't smell like anything, you know. So here I'm going to turn this and see, yeah, because the other one that I still have, the bottle has become really so, like fungi is swimming inside of it, you know, because there's no circulation of the liquid. So it's like a dead lake with no oxygen in it, you know. Then you see these kind of clouds inside, you know, and that's what you see in the other one as well, because that is only water, you know, and it's not circulating, and there's no oxygen, so it's actually dead material. And here we have now this here that I've dumped in here, you know. And later on the computer, I can look at these things and I can recognize things that I couldn't see before, because here I'm looking at a display that's about diagonal like an inch and a half. So that's why. Sure, it would be good if I had this one hooked onto a larger TV screen. That would be even better, right? But this is practical here. So here one can see maybe those eggs there. So I wrote today to the hospital an email, because I've sent them photographs, about 79 of them in the size of 15 by 20 centimeters, which is pretty big. And since they don't have, like the professors, they didn't have any time to look at my clips, because it's understandable, you know, they're very busy, they are really busy. So so I send them these photographs, and photographs you can look at immediately, well, without much doing. So hopefully they will see them and realize how good quality these clips here are, you know, how big they are and everything. There's a Morgellon in the bag. And then they will realize that this is good quality, and eventually they may look at those clips on YouTube. Okay. So we're going to make this a little bit more light here. So better. Okay. Oh gosh. Okay. Now I'm going to grab this again. So jetzt nehme ich das nochmal hier in die Hand. Wo bist du hier? Okay, hier. I'm going to go back. Ein bisschen zurück damit ich sehe, wo ich bin. Wo ist das Gläschen? Ja, das ist ein bisschen zu viel Licht vielleicht. So, ein bisschen nach unten. Und mit der einen Pinzette halte ich es und die andere tauche ich gleich rein, wo ich dieses, was habe ich da dran? Keine Ahnung. Ach ja, dieses bisschen Gewebe mit, wie heißt es? Morgellons dran, genau. So now I'm going to come here with the second tweezer here. And there you can see it, the little tissue you saw there, you know. And Morgellons supposed to be there as well somewhere, you know. And look how perfect these tweezers are, aren't they beautiful? You know, I had to grind them down, you know, really hard work, hand work, because, you know, manufacturers, they make garbage. But, you know, as long as you don't enlarge your tweezers, then they look perfect, you know, very valuable. But when you using them like I do here, then they look like garbage. When you look at my clips in those earlier playlists, then you see them, they look like piece of scrap, you know, like scrap metal. So here I'm going to have it now. And where's the Morgellonsky? I don't know. There it is, the Morgellonsky. So it doesn't matter. I'm going to submerge them now. So jetzt werde ich sie eintauchen. Here, I'm going inside. The liquid somewhere, someday. Going. Oh, there we are. And the closer I go to the window, the closer I am. Bingo! Look at this.
this is like a capillary reaction. So wie eine Kapillarreaktion, also so wie eine Hülle. Also Morgellons, die da reinfliegen, haben sozusagen wie einen Taucheranzug an, theoretisch, ne? Die werden nicht nass. So, und jetzt habe ich mein Fläschlein ein bisschen entleert. So I've just a little bit, what did I do? Yes, I emptied that bottle. So it smells really good now, like alcohol, but it's a good